Wir sind wieder unterwegs. Mit unserem selbst ausgebauten Van fahren wir für einige Tage in den Harz und nehmen euch natürlich mit auf die Reise. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich. Ich bin noch ein bisschen zerzaust vermutlich. Wir sind nämlich gerade auch erst aufgestanden. Und ja, Roberto war heute ein bisschen aktiver. Der ist schon hier hinten mit Baxi unterwegs. Der macht schon die kleine Morgenrunde. Wir machen uns jetzt noch kurz fertig und dann geht es für uns dann auch gleich wieder weiter. Wir müssen nämlich ja noch ein bisschen weiter in den Norden hochfahren. Wir sind fast da. Da sehe ich auch schon was in der Auffahrt stehen. Wenn ihr den seht, dann wisst ihr, glaube ich, wen wir hier besuchen. Wir haben uns endlich mit Laura und André getroffen, aber wie das so ist, naja, wir haben halt die Kamera in dem Moment nicht eingeschaltet. Das vergessen wir in dem Moment immer. Ja, sie haben jetzt noch eine kleine Erledigung zu machen. Wir schauen uns in der Zwischenzeit die kleine Stadt Goslau an. Und ja, wie die aussieht, seht ihr gleich. Ja. Wir schlendern jetzt etwa eine halbe Stunde schon durch Goslar durch und es ist richtig schön, die Häuser, die historischen Häuser, wirklich ganz, ganz süß. Wir gehen jetzt noch weiter Richtung Abzucht und die führt uns dann zur Kaiserpfalz. Unterwegs haben wir schon wieder so ein Schild gesehen. Hier sind einige Bauten wirklich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert und es ist richtig beeindruckend, wie alt die Bauten hier sind. Obwohl es regnet und kalt ist, gönnt sich Jessie einfach ein Eis. Soll mal jemand verstehen? Wer sagt, dass man im Regen kein Eis essen kann? Das Eis war richtig lecker, trotz des Regens, das macht mir nichts aus. Wir sind jetzt aber doch froh, wieder im Van zurück zu sein. Wir wurden nicht allzu nass, aber ja, im Regen ist nicht so toll. Ja, wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend. Lass uns heute ruhig angehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! Wir sind heute am Oderteich und wir wollten hier eine Runde machen. Jetzt sind wir aber schon locker eine halbe Stunde einfach hier im Van gesessen und haben Tee getrunken, weil es einfach nur dauernd regnet. Ja, jetzt ist mal irgendwie ein kleines Zeitfenster, wo es mal trocken ist. Also gehen wir gleich los und hoffen, dass wir nicht nass werden unterwegs.
um die Zeit noch findet. Das war jetzt richtig cool hier. Das Wetter hat am Anfang nicht so mitgespielt, in der Zwischenzeit hat es aufgehört zu regnen. Und der Rundweg, etwa eine Stunde, ist richtig cool und auf jeden Fall empfehlenswert. Also danke Laura für den Tipp. So, und damit sind wir zurück im Van. Ja, ich glaube, heute machen wir nicht mehr so viel. Wir lassen es heute gemütlich angehen und wir sehen uns morgen wieder. Heute geht es weiter mit einer nächsten Wanderung. Und zwar sind wir hier beim Weltwald. Hier soll auch so ein Lehrpfad sein und das schauen wir uns jetzt genauer an. Heute ist aber auch noch André dabei. Dem ging es ja die letzten 1-2 Tage nicht ganz so gut. Jetzt ist er wieder fit und mit dabei. Ja, ich bin dabei. Der Aufstieg hat es in sich, auch wenn er nur kurz war. Wir sind hier oben am Hübichenstein und genießen hier die Aussicht, bevor wir gleich wieder weitergehen. Guten Morgen. Wir hatten eine ziemlich kühle Nacht heute. Ihr hört auch im Hintergrund schon die Heizung laufen. Wir sind jetzt mal aufgestanden und ich gehe jetzt mal mit Baxi kurz raus. Jessie macht hier drin ein bisschen Ordnung und ja, dann geht's Frühstück. Also, los. Ja, jetzt haben wir uns nochmal fertig gemacht nach dem Frühstück. Gewaschen, angezogen und damit geht es jetzt auch schon los. Wir gehen heute in Richtung Okertal und das soll ein bisschen länger dauern, ein bisschen anstrengender sein. Also sind wir sportlich gekleidet und freuen uns, dass es losgeht. Laura und André machen heute eine Pause, aber wir haben Luna mit. Nee, Quatsch. Die fahren vor uns und wir folgen ihnen und wir sind eben unterwegs ins Okertal.
schon mitgegessen. Brombeeren essen. Sind sie lecker? Ja. Schon sehr lecker. Luna schmecken sie auch, aber na, schmecken sie ein bisschen zu sehr. Ihr schaut alles so motiviert aus. Das war richtig anstrengend, aber so cool. Also wir sind, glaube ich, 11,5, 12 Kilometer gelaufen. Hoch, runter und hat richtig Spaß gemacht. Ja. Heute hat auch das Wetter richtig mitgespielt, also war richtig, richtig schön. Ja. Ja, jetzt geht's zurück zu Laura und Andre. Genau. Und dann schauen wir mal, Ja. was sie heute Abend noch machen. Also für uns geht es leider wieder weiter. Laura und andere haben ihre eigenen Pläne. Das seht ihr auf ihrem Kanal. Wir machen morgen noch die Teufelsmauer. Dann Und? ist es bei uns Wie schon hieß vorbei noch- im wie Harz. hießen doch Ah, die anderen? Rosttrappe. Rosttrappe, genau. Im Bodetal. Und im Bodetal. Genau, das seht ihr alles. Wir sehen es dann morgen. Ja. Tschüss! Tschüss! Kommt gut nach Hause. Komm gut nach Hause. Guten Morgen. Wir sind schon bereit zu gehen. Wir haben was Kurzes gefrühstückt. Hier trinke ich gerade noch meinen Tee fertig. Und dann geht es auch schon auf zum Hamburger Wappen. Genau. Wir haben hier einen recht ruhigen Schlafplatz gefunden. Von da aus müssen wir etwa 15 Minuten fahren. Aber dann sind wir auch schon direkt da und können den Tag starten. Wir sind soeben angekommen, haben geparkt und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Hamburger Wappen. Da geht's lang und da nehme ich euch jetzt mit. Wow, also wir haben ja von der Teufelsmauer mehrmals gehört, aber also dieses Hamburger Wappen hier, das war wirklich eindrücklich, hat uns richtig gut gefallen und man hat eine richtig gute Aussicht auf die Umgebung rundherum, also wirklich sehr, sehr schön. Und man muss auch ein bisschen da wandern oder kraxeln und das fanden wir auch noch lustig. Und somit sind wir hier am letzten Spot an unserer Reise. Wir sind hier wieder an der Teufelsmauer. Hier gibt es scheinbar keinen bestimmten Namen, aber es ist die Teufelsmauer. Und das ist 800 Meter von hier entfernt, also machen wir uns auf den Weg und zeigen euch dann, wie es aussieht. Ja, und mit diesen tollen Aufnahmen verlassen wir den Harz. Für uns geht es zurück nach Prag. Und ja, damit ist auch das Video zu Ende.
Wir haben aber auch schon den nächsten Plan. In ein paar Wochen geht es wieder weiter. Wohin verraten wir noch nicht, aber ihr erfährt es ja dann. Also, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert, weil dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Und falls euch dieses Video gefallen hat, auch schon mal ein Like da lässt. Und damit sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.